Hallo, ich bin Stefanie Etter, bin Künstlerin und Unternehmerin, sozusagen ein Artpreneur. Also ich bin eigentlich schon mein ganzes Leben Künstler, wenn man das so sagen kann überhaupt. Ich habe schon als kleines Mädchen auf dem Bauch liegend im Wohnzimmer, während dem Fernsehen schauen gezeichnet, Filmszenen skizziert und hatte einfach immer Spaß überhaupt an kreativen Tätigkeiten. Und mein Ziel war es auch damals, Kunst zu studieren. Also Resin ist mir zum ersten Mal begegnet 2016 in einer Ausstellung in Italien. Habe ich großformatige Werke gesehen von einem tollen Künstler, die mit diesem Material beschichtet waren. Habe gegoogelt und bin dann über einen kanadischen Blog gestolpert, wo sich Fotografen und Künstler unterhalten haben über Mastercast. Und ich habe mir das dann für sehr viel Geld, weil es hohe Transportkosten aus Kanada bestellt und habe es ganz unbedarft über meine 3 Bilder geschüttet. Und ja, dann habe ich das in Social Media gepostet. Und eigentlich war das so ein bisschen der Start zu meinem Weg als, ich nenne es mal Unternehmerin, Artpreneurin. In dem Moment habe ich natürlich viel Nachfragen bekommen, was ist denn das? Und ich möchte es auch haben. Also meine Inspiration nehme ich natürlich, wie wahrscheinlich viele Künstler, aus der Natur, aber auch natürlich aus Impulsen, die mir gegeben werden, auch von Kursteilnehmern, die zu mir kommen und tolle kreative Ideen haben. Also ich finde, Inspiration bietet so viel, es gibt nicht nur ein Punkt. Meinen ersten Resin-Workshop habe ich Ende des Jahres 2017 gegeben. Ich glaube, der war noch nicht vergleichbar mit den Workshops, die ich heute gebe. Also ich war mega aufgeregt bei meinem ersten Workshop. Auch natürlich, weil ich viel mehr Wissen habe heute und weil ich noch gar nicht so Erfahrung hatte im Unterrichten. Heute habe ich das Wissen einfach und die Erfahrung in mir und es fällt mir natürlich viel leichter. Also in Workshops kommen Menschen unterschiedlicher Art. Es kommen große Künstler, es kommen in Anführungszeichen kleine Künstler, Hobbykünstler, keine Künstler, die einfach mit dem Material arbeiten möchten. Aber es vereint sie eins, es sind alles Menschen und Persönlichkeiten. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind und ihnen auch ein Stück weit Liebe zu geben. Also dass sie nachher einfach so ein bisschen Glück empfinden, jeder auf seine Weise. Ich sag mal, die Kontakte, die entstehen, die ähneln schon manchmal Freundschaften. Angefangen haben wir ja in einer Scheune sozusagen als Garagenfirma, ne? So Päckchen packen, morgens aufstehen, 1, 2 Päckchen am Tag und irgendwann hat sich das Ganze ja so entwickelt, dass wir meine Mitarbeiterin eingestellt haben und so haben wir einfach die Resin Kunst GmbH gegründet 2019 und haben uns dann einfach nochmal umfirmiert auf Etter Art GmbH, weil wir natürlich noch viel mehr machen als nur Resin. Aber das ist einfach ein Entwicklungsschritt und ich glaube, das ganze Leben besteht aus diesen Entwicklungsschritten. Mal schauen, wo die Reise hinführt. Die eine Seite ist natürlich die Künstlerin, die andere Seite ist die Unternehmerin, aber irgendwie ist alles miteinander verbunden. Also alle Produkte durchlaufen meinen Qualitätstest. Das heißt, kein Produkt wird in unseren Shop aufgenommen, das nicht durch meine Hand geprüft wurde und freigegeben wurde. Das heißt, jedes Produkt wird von mir geprüft, bevor es bei uns in Verkauf kommt. Ich glaube, natürlich liegt es nicht jedem, aber ich sag mal, ich war noch nie ein Couch Potato. Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich kann viele Dinge gleichzeitig jonglieren und ich glaube, meine Familie kommt auch ganz gut damit klar. Das heißt, natürlich ist es eine Herausforderung, Kunst, Familie, Unternehmen, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ich habe natürlich auch Unterstützung und Hilfe und es klappt eigentlich ganz gut. Also neue Ideen und Inspirationen, ich weiß nicht, ich sprühe eigentlich vor Ideen und Inspirationen und ich habe viel zu wenig Zeit, all die ganzen Dinge umzusetzen, die mir so in den Kopf kommen und die können mir überall begegnen. Ich sehe irgendwo ein tolles Material, ich bin in einem Baumarkt und es kann irgendein Material sein, egal wo und es inspiriert mich, neue Dinge zu entwickeln. Und oft werde ich gefragt, Mensch, warum sagst du denn eigentlich so viel? Dann sage ich für mich, okay, weißt du, wenn ihr alle das macht, dann habe ich schon die nächste Idee. Und es entwickelt sich weiter. Und ich glaube, Ideen gehen mir nicht aus und ja, jeder Mensch hat Zweifel. Und es ist wichtig an sich selbst. Ich glaube nicht, zweifeln ist das falsche Wort, ich würde sagen, sich selbst zu hinterfragen. Und ich finde das wertvoll und wichtig, nur so kommt man weiter. Kein Mensch ist perfekt, aber ich glaube, ich habe ein Vertrauen in mir gewonnen. Und das Vertrauen geben mir Menschen, gibt mir Feedback und ich weiß einfach, dass es immer weitergeht. Tja, warum mache ich das eigentlich alles?
Ich war 30 Jahre in einem großen Unternehmen angestellt als Projektleiterin im Marketing und war da auch sehr glücklich, habe das gerne gemacht, aber man hat eben sehr wenig Freiraum. Und ich glaube, mein Weg, der kam auf mich zu. Und ich denke, die Dinge, die man braucht, kommen auch auf einen zu und man muss sie einfach annehmen. Meine Entscheidung, vielleicht mit ein bisschen weniger Geld auszukommen und sehr viele wertvolle Begegnungen zu haben, sehr viele Menschen glücklich zu machen und auch an der Aufgabe zu wachsen. Und das ist, allein schon ist genug, sage ich mal, einen Konzern auch zu verlassen und was Neues zu beginnen.